106 und 8 Monate. Am 31. Jänner 1918 sind Sie geboren. Ja, stimmt, genau. Ich bin mit 20 Jahren eingerückt, bin ich 7 Jahre im Krieg gewesen, 4-mal verwundet gewesen und allem wieder gegangen. Allem viel, so viel Glück wie ich gehabt allem. Aber die 3 Sachen, was das Wichtigste ist im Leben, die gibt es nicht zu kaufen. Das ist die Gesundheit und der Glück und der Zufriedenheit. Der nicht gesund ist, ist ein armer Teufel. Der armer Pech hat, ist auch ein armer Teufel. Und der nicht zufrieden ist, das ist Gott der Ärmste. Der nicht zufrieden ist, was er mit dem, was er hat. Der hat mehr. Und ich alles nicht gebraucht. Hast du dich jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die große Ehre, einen 106-jährigen Zeitzeugen und Kriegsveteranen, den ältesten Menschen Österreichs, zu interviewen. Und dieser 106-jährige älteste Österreicher erzählt uns heute, wie er 106 Jahre jung geworden ist, wie er den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wie er die schönste Frau und die beste Sängerin im Stubaital kennengelernt hat. Ja. Wie er das gemacht hat, dass er 47 Jahre lang... Schau, komm, das haben die. Schönste Stube. Schönste Stall ist Schnitzstall. Na, schönste Stube, und sie haben gesagt, nein, er braucht mit der Stube. Schönste Schnitzstall. Ja, wo bist du noch rumgegangen? Ja, schon wegen dir, wegen Ton nicht. Welchen Ratschlag er dir mit auf den Weg geben würde und was das Geheimnis aus 106 Jahren ist. Ich bin der Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvollen Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Wie alt das? Genau. Wie alt das ich bin? Ja, genau. Ja, ich bin jetzt 106 und 8 Monate oder 7 Monate. 106 Jahre und 8 Monate. Ja, nicht ganz. November, Oktober, November, Dezember, Jänner. 8 Monate, ja. Am 31. Jänner 1918 sind Sie geboren. Ja, stimmt, genau. Sagen die, ich weiß es selber nicht. Das heißt, Sie seien jetzt auch der älteste Österreicher. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wenn die Bittler und schaust für die Familie, ich bin ja so ein Bier, bin vorne gegangen und dann so ein bisschen ein raffiniertes Bier bin ich schon am gewesen sein. Weil der Vater, wir haben eine Bauschaft gehabt, der Raum, und da hat noch jeder da hat eine Kuh gehabt, die gehört dir, und bei mir soll es ein Gastel, und soll mir gehören. Dann ist der Metzger gekommen, das Gas am Nachgestochen. Wir haben einen größeren Bauernhof gehabt, da sind wir 4 Buben gewesen und 8 Mädchen, nicht? Und ich bin der Jüngste, wie die Bürger bin. Ich habe mir ein bisschen helfen müssen. Der Vater ist ganz auch strenger gewesen. Beim Vater zu arbeiten und sparen. Anders, das stimmt der Mensch nicht. Das Vaterspruch habe gewesen, weißt du. Ich weiß, der Arme, weißt du, ich habe eine Bauschaft gehabt mit der Mitte 20 Stück Vieh. Und die haben wir ganz viel. Ich bin in Trins, in Pedastern zu Kassen. Da ist der Schofalber, da hat 2 Jahre bin ich da oben als Bub. Mit 8 und 9 Jahren, den ganzen Sommer da. Und das ist so gesindest, was es geht, wenn man, aber halt, jedenfalls ist, weil man nicht gebraucht haben, ein Brot und Dinge, der Vater hat gebraucht. Mein Bruder war 12 und ich war 8, nicht? Aber 3, 4 Gas haben wir gehabt. Die Gasmilch haben wir noch gesagt,
waren wir getrunken. Und der Pfanne von Mörs gekommen. Und das hat alles gepasst. Und wie fühlt sich das an, so 106 Jahre jung zu sein? Ja, Gott, Dimmer wird dumm. Nein, immer sich mit meinem Leben zufrieden. Ich bin mit 20 Jahren eingerückt, bin ich 7 Jahre im Krieg gewesen, 4-mal verwundet gewesen und allem wieder gegangen. So viel Glück wie ich gehabt habe. Ich bin 38, bin nebst den Arbeitsdienst eingerückt und die Ausbildung gemacht habe, bin in Frankreich zugestellt nach umgegangen. Ich bin in Frankreich Feldzug gewesen, die alles zu Fuß war schon. Dann bin ich in Frankreich Feldzug, dann zurück und dann bin ich durch den Kitzbühel stationiert gewesen. Ich bin nicht beim Regimentsstab gewesen bin, weil ich ein bisschen so Auge weg da bin ich oben gewesen, oder Monate wie geworden. Und in der Division ist in Kitzbühel gekommen, Feverbrunnen, und da sind ich bin in Kitzbühel geblieben. Und nachher und das ist im Sommer noch gewesen. Und der Bauer hat zu wenig Arbeitskräfte gehabt. Dann hat es geheißen, wer Bauern arbeiten kann und nicht, kann sich melden. Dann habe ich mich geschwind gemeldet. Dann bin ich zu einem Kundhabing, hat es geheißen, sie sind zu einem Bauernhaus gekommen, ein Bücher. Und der ist so gut zufrieden gewesen mit mir nachher. Ja, kannst mal mit der Sense. Ja, getan habe ich schon. Gehen ins Feld außen, heute haben wir draußen Mann, das gesagt. Und am Monat bin ich viel besser wäre. Und da habe ich gesagt, dass das so gibt. Ich bin 20 Jahre gewesen, 21. Aber mit der Sense bin ich, dann hat er gesagt, am Samstag, aber jetzt, wenn ich so gut gearbeitet hast, die ganze Woche. Wenn du heimfahren, kannst du dann heimfahren, Biolab einen Tag nehmen. Da bin ich heimgefahren. Da haben wir da aber, musst dann nicht schlafen. Oder. Jedenfalls bin ich mir mit dem Zug nach Kufstein gefahren. Nicht Kufstein, Kitzbühel. Was kostet noch? Kitzbühel, da alles aussteigen und ein halbes Schlaf gehört. Der Zug ist mir umgefahren und ich bin zugesprungen zu den Gatterl, wie früher die Ziege sind gewesen. Der Zug schon mal gefahren. Und ich springe aus und die Gatterl mit dem Ding, die Ziege sind wahrscheinlich so hinterher, das wird sehr ruhig wahrscheinlich. Und dann ist der Gatterl rausgerissen und weggeschmissen und angesprungen. Und ich habe noch nicht getan. Der Zug ist alles gegangen. Und dann beim Pferdebewegen, ich habe in Kitzbühel bin mit 2 Rösen, sind noch Nachen sind, mit der anderen Formel, mit 2 gewesen. Da habe ich dann noch Nacht. Und für seine Röse am Bimsland und schlag aus und wieder das Brust daher und Brustkorb eingeschlagen. Nachher bin ich zurückgekommen und der mir danach gesagt, ich komme nach Stalingrad gekommen, war schon in Russland, das losgegangen. Ich bin so in allem, diesbezüglich allem, ein Glück gehabt. Und dann bin ich mir, der andere Einheit gekommen, weil ich mit dem Brustkorb war schon, haben sie müssen dabei pflegen und Dinge. Das ist alles ganz gut gegangen. Und nachher hat es geheißen, ja, das Ding gewesen, was schon mit gerechnet haben, das umgegangen. Da sind wir rein da sind wir Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, alles zu Fuß angegangen. Alles zu Fuß, den ganzen
Jänner war Mess. Und unten bei Petritsch, das ist die letzte Stadt vor der ersten Grenze, da sind wir da stationiert worden. Und am 7. Jänner ist da, am 7. Mai, meine, ist der Krieg losgegangen. Und wir sind auch über die gegangen, über die, also Berggebiete und noch, und die Gerichte sind alle durch, die haben alles liegen stehen, das nicht immer kein Schutz gefallen, die sind alle durch. Und wir sind das ganze Gericht noch durch, bis Maradona zu Hause, vor Athen, Akropolis hat das gekostet. Mit dieser habe ich rumgeschaut. Und dann hat es gekostet, wenn wir unten noch weg sind. Und viele sind nach Russland gekommen, in Stalingrad und den Stalingrad. Bin durch das, weil ich ein anderer reingekommen bin und ich brauchte Stalingrad. Und da sind, und ein Bruder, der kommt, der ist erst in Frankreich gewesen, bei der Flak, aber dann ist das alles umgemödelt worden, der ist nach Stalingrad gekommen. Ein anderer geschrieben haben wir, die war schön. Und dann wir, aber das war schön. Mir oder was ist alles nicht dürfen. Wo du bist, ist alles nicht dürfen. Ist alles kontrolliert werden muss. Und jetzt weißt du, was du geschrieben hast. Nicht? Und dann bin ich durch das bin ich 3 Jahre angekommen auf Norden. Nur Wintertaugen nicht. Zuerst das da. Und das da hat mir ganz gut gefallen. Aber das haben wir da vorübergehend gewesen bei 3 Wochen. Nachher sind wir angekommen in Rumänien und nachher auch. Und weißt du, mir Vollzeit alles nicht mehr so ein. Jedenfalls sind wir über 600 Kilometer zu Fuß marschiert, bis in die Litzerfront gefahren. Der Rös sind nach der Reihe eingegangen. Im November, Dezember, Jänner, alles allem frei gewesen. Die anderen haben es meistens erbockt. Aber der Rös sind, was schon, die sind, wir haben eine 4-Mann-Zelt gekriegt. Zu 4 sind wir gewesen. Wir haben die Nacht schon nochmal gebraucht. Und da hat ganz viel Post um mir stehen. Aber der Rös sind nach der Reihe eingegangen, weil sie das einmal nicht erbockt haben. Man tut die Wagen ziehen und die ganze Nacht noch stehen in der Kälte, was schon mit 30 Grad Kälte steht. Weil da bald durchgeblieben ist. Ist alles also vorbeigegangen. Und dann bin ich 3 Jahre da oben gewesen. Und da, ich weiß einmal, haben wir dann später abgehen. Und da, aber jetzt wir wollen den Namen nicht mehr rein. Jedenfalls haben wir in der 3
Und wir durch eine neue Straße vorgehen. Ich bin da bei Ding ein bisschen beschlagen oder gut, wie soll ich sagen, ein bisschen raffinierter bin ich vielleicht schon gewesen. Es sind zu Ditz haben wir müssen auf Vorposten kommen, wenn wir nach Russland in die Ditzer Bucht haben, zum Beispiel. Und da sind die Flieger gekommen für die Russen, wenn wir vorgegangen sind. Da war ich der erste gegangen. Und miteinander oder der Sticken und so. Wir sind einen Abstand haben. Weil da sind die Flieger, die Russen gekommen, und da haben wir die Seite. Und was ist gewesen? Der erste bei 150 Meter vor mir gewesen sein. Patsch, weg. Und ich bin in den Straßen rum und da haben sie an mir eingefetzt. Und bei mir ist ein Beides, hat die Straße eingegangen oder ich will mich aus. Richtig, der wo schnutzt mich nicht. Da war hinter mir 150 Meter, der ist auch da gewesen und der war dran. Und mir hat es nicht getan, hat er mich gesplittert in den Buck und dort hinten rum. Aber noch in der Eingebiet bin ich schon fest gewesen, weil sie über ein Beides rausgegangen. Und das muss alles angefangen gekommen. In den toten Winkel, wo ich gelegen bin, haben sie nicht ganz nieder. Voll zurückgekommen, nicht besser. Aber das. Und dann nicht mehr durch, dann ist man mehr zurückgegangen. Und dann, das sind Sachen, hatte ganz viel mitgemacht, war schön, aber ja, hat mir alles gegangen. Da haben sie oft Glück gehabt. Ganz viel Glück und ganz viel Glück. Sie waren ja in der Eisfront, das haben Sie gerade erzählt, da ganz oben waren Sie, Norwegen, Russland, das war ja ganz oben schon, ganz auf der nördlichen Polarkreis dort in der Nähe schon. Im Winter, für 11:30 bis noch 2, so mit der grau geworden, ganz richtig, Tag nie. Und im Sommer, mitten im Sommer, um 12 Uhr der Nacht, wenn man Böschen stand, hat echt die Sonne geschienen, konnte man Nacht worden. Das ist einmal eine Weile so gewesen. Und da, weil wir da 3 Jahre man da im Ganzen nicht konnte viel gespielt finden. Wir hatten ganz viele Böschen stehen halt bei mir. 3 Jahre waren Sie da oben, 3 Jahre lang. 3 Jahre lang bin ich da. Und wo sind Sie dann hingekommen nach den 3 Jahren, wie ist es dann weitergegangen? Ja, verwundert bin ich worden da rüber. Und dann bin ich zurückgekommen nach Oslo. Und da, oben dort der Ding umgegangen ist, in der Ditzer Bucht, bei den Russen alles umgefangen haben. Den ersten Tag hat es mich schon erwuschen. Und da einen Splitter gekriegt, da war schon da. Ich sehe da, so. Und hinten ein Durchschuss. Alles zu meinem Dick. Die haben dann alle nach der Reihe gefallen und nach Russland verschleppt worden. Ich bin durch das, weil ich benutzt bin gewesen, bin der Zeit zurückgekommen.
Und da war es gut in Osten, wenn wir gleich zurückgekommen. Und der Rane, der neben mir gelegen ist, haben sie mit den Haxen annehmen. Nachher hat er da geschrieben, mit den Pferden, der besucht wir, die Pferde von den linken Haxen, der Pferde, der besucht wir. Der hat da geschrieben, der Haxen ist schon weggekommen. Die waren die Nerven dabei, nicht? Aber, und sie haben Sachen noch mal einmal. Und ich bin oben richtig losgegangen. Und in der zweiten, ich bin der Schütze 1 gewesen, und dann der Schütze 2. Und wir sind die flinkesten gewesen, außer im Bunker, da wir so ein Ding, Mauer gemacht haben. Da wir in der Geschützschiene stehen gehabt, ein Granatwerfer. Ne? Und wir sind angesprungen und kriegen einen Volltreffer. In Ostland, in den Hals angerissen, ist innerhalb ein paar Minuten ist er da gewesen und ich habe nicht gehabt, also ein bisschen leichte Verwundung. Und das ist mein ganz großes Glück gewesen, das war nicht der Wunsch gekommen. Ich bin zurückgekommen und dann bin ich zurückgekommen nach Oslo zurück. Und dann mit den Armen, wo ich dort verwundet kam, dann ein bisschen der markierte Arm, weißt du. Wenn die Kontrolle kam, ist die Woche einmal, der hat feldmäßig alles brauchbar ist, der muss er mehr in die Front. Und da hat mir geraten, der hat ganz gut gewusst, hat gesagt, machst gut, bevor die Kontrolle ist, nach dem Anhängen lassen, ein bisschen die Brotbrunzen, hat er gesagt, und nach dem Anhängen lassen, dann wird der ganz Arm rot, und dann, wenn sie kommen, dann können sie den Arm anschauen. Und das hat er so gekannt, der markiert, wenn du eine Faust machst, ich keine Faust, der macht das leicht, wenn sie in der Arm geht. Aber nein, also hat es getan. Der macht, ja, da kann man nicht machen, mit dem, wenn man gut nicht anlassen. Und dann ist man zurück, nach Deutschland zurück. Und dann hat er, ja, mein Meister, okay. Aber es ist alles vorbeigegangen. Das heißt, ich habe jetzt richtig verstanden, ob Sie waren im Lazarett. Sie waren im Lazarett, waren Sie, und da haben Sie den Tipp bekommen, dass Sie mit Ihrem eigenen Urin die Hand benetzen, dass die Hand rot wird, dass dadurch die Hand mehr entzündet ist, weil sonst wären Sie in den Krieg wiederkommen. Das haben wir auch geraten. Und ich habe dann vor der Visite gewesen, angehangen lassen, haben wir schön, da ist Blut da oben, schön, gefällt uns schon ein bisschen. Und ein bisschen die Brühe gebrunst. Und dann ist der Handtarn ganz rot geworden. Und dann hat mich eine Faust gemacht. Ich habe leicht auch nicht gemacht. Aber und das ist also ein Nebenkommen. Also weiter nicht zugebracht. Ja, der lebt noch keiner mehr gewählt gewesen. Der man nicht anlassen. Und da ist das Unterricht, das war kein bin auf Deutschland. Aber das haben wir hinten noch ein Thema geruht, weil oben in die Leute, die durchkommen, die vielen, sind mit der Kriegsende noch gewesen, ist in Norwegen oben, ist lange nicht zuletzt gegangen, wie in Deutschland oder oben um den, ich habe nicht gekannt, aber was schon von oben aus, die sind die meisten ganz gut durchgekommen. Nicht? Das finden in Deutschland sind die Leute viele zergegangen. Ja, das heißt, in Deutschland dann zum Kriegsende hin, da ist das war um einiges ärger als in Norwegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Am 20. April 1945, da haben wir mindestens mehr der Wehrsport schon. In Österreich, Deutschland ist es gewesen. Das ist mir ein Alarm gewesen, dass wir müssen
sie haben Schutz, was schon sie springen ein bisschen. Und nur dann sind die Russen, und man sich gehört, dass die Flieger kamen und die bin gesprungen an. Und da bin ich gewesen und bin ich teilweise schon halt so in der Nacht. Das ist schon so komisch. Nein, ich war Wasser und oder nur eine Weile gewartet. Dann wenn die Flieger weg sind, gesagt, dass der Schuh voll Blut gewesen war schon. Und da ein Schuss gehabt, der hat es eigentlich gar nicht gewohnt, gesagt. In den Schrecken war schon mal gewesen. Und das war am 20. April 1945. Da ist für mich eigentlich der Krieg aus gewesen. Nicht? Aber nochmal, dann wir zurückkommen, war schon. Nach Salzburg, glaube ich, sind sie gekommen. Ja, in Salzburg, in die Nontalschule sind wir gekommen. Und da in Allweg, nein. Und ich bin mit so nachgetragen, da muss ich schauen, dass ich da wegkomme. Und da ist also ein Zaun gewesen, darum mal. Und so bin ich schon gewesen, dass ich da gegangen bin, weißt du. Ja, und da ist amerikanische Bewacher ist dort schon gewesen, weißt du. Und die sind da, wenn sie mir gegangen sind, hinter der Hütte, auf der anderen Seite, und ich habe rausgeschaut und mit der Nacht, da haben wir alle, das war ein Dienstmadisch gewesen, und die mit der ganzen, so was schön, sie mir geholfen, also, sie haben mir ein Ding, ein Schal bringen, dass man den Tropfen auch aufbeziehen kann. Und da ist ein Hauptmann gewesen, ein Verratbringer, und der hat mit denen aufgegangen. Und dort hat es geheißen, ja, wir sind in der Tassung gekämpft. Und nachher, da sind da 2 Jahre danach geblieben und 2 gestorben waren. Und die haben echt das aus meine Tieren. Und die Ding, Zaun geliehen. Da haben wir den Ding in der Ecke, da bei mir rausgekommen ist. Danach da ein Auge zwickt. Und da seid ihr nächsten Tag danach bin ich noch raus der Tor bis Kollinger war es geheißen in Salzburg. Da bin ich zweimal drum mit einem Gefangenenzug mitgefahren. Eigen. Und getan, die hat mich auch nicht verraten. Wahrscheinlich alles amerikanische Bewachung gewesen. Zürich gelegt, wenn ich sterbe. Und auch bis wenn in Tirol gekommen ist, war schön. Und da ist also ein Arbeiterzug, die Brücke, bin Tricksteck, die Brücke war hin, da ist ein Schmörgerzahn, der Arbeiter, und ich bin mit denen. Und da ist die Brücke so, Triebe gefahren ist nicht, aber Triebe gehen, aber ich schon kennen. Und die haben dann gesagt, er soll mir die Schaufel leihen. Ja, was willst du denn nur mit der Schaufel? Ja, ich fange an und arbeiten, weißt du. Und da ist er gegangen. Und da geht noch der Wald da, noch eine Schaufel weggeworfen und bin zu weiter. Und dann bin ich bis Empach gehauen. Und unter Empach bin ich in Geis noch gehauen und da noch Kimper für den Wald aus und schreit. Dann bin ich neben ihm, da hat er gesagt, ja, nochmal kommst, ja, ich will Trins wollte ich. Und ja, er will da in Trins. Seine Eltern wohnen in Trins, sind ein Ding ausgepumpt worden. Und er will da in Trins. Tausend nicht, da kamen ja 3 Soldaten der Amerikaner. Und ich alles, das ganze Gewand zu können, alles
weggeschmissen, dann bin ich überhaupt nicht mehr gehalten. Und als wenn er nie kein Soldat war gewesen. Und dann haben sie dann gekommen und haben sie geschwind kontrolliert. Und dann haben wir es noch gesehen, was schon die SS, die haben das SS-Zeichen unterwegs. Und der hat das Zeichen unterwegs gehabt. Noch nie leichter gehabt. Sind mit denen durch alle und die können gehen bis Empogen. Das heißt, so, dass ich das richtig verstanden habe, sie seien dann vom Lazarett abgehauen, Ja. weil sie sonst in Gefangenschaft gekommen wären und aus der Gefangenschaft sind dann wenige heimgekommen. Und wenn wir mit den vor wir auf Empach gekommen sind, wenn wir sind untersucht mit den SS, Ja. dann haben sie es mitgenommen. Wir haben sie stehen lassen und mich so nehmen, wer gekümmert. Hier können weitergehen. Aber die haben sie, nein, nicht Soldat. Nein, nicht Soldat. Ja, was so, Arbeiter, Fabrikarbeiter bin ich gewesen. Und ich sag was. Und den haben wir hinter sich nachgewiesen, was schön. Sie haben ja keine Papiere gehabt. Nein, ja, alles weg gewesen. In dem Punkt habe ich jetzt ohne gar nicht mehr so Angst. Und in dem Punkt bis Hall ist ja Zug gefahren. Es ist ja nicht kein Zug mehr gefahren. Nicht? Und da ist ja einer, der gut Deutsch kennt, ein Amerikaner, aber ganz ein kaputter Mensch. Und der hat mir natürlich, ich war mit Zug hingekommen, den Tag war schon mal noch durchgekommen. Nachher hat er mir ein paar Essen gegeben und hat gesagt, ja, aber den ist da die Gleis ist hin bis Innsbruck, auch bis nach Hall, da müssen wir das Gleis richten. Und wenn die Arbeiter kommen, nach 5 Uhr kommen wir mehr fahren. Und dann hat mir der mir das Essen gegeben und alles ganz gut und recht. Und nachher, wenn der Zug gekommen ist, dann bin ich, hat er gesagt, magst du bei mir gehen? Und in mein Abteil, ich muss schon schauen, was da gut geht. Und bei Haller hat er noch gesagt, nein, jetzt möchte ich aber da aussteigen. Jetzt können wir da in das Gebiet, wo der Chef selber kommt. Das ist ein großer Spinner, hat er gesagt, da wenn er was Papier und alles nicht mehr gehabt, alles ein Zivil geworden. Nicht? Wir sind ja drüben zu Fuß gehen, nachher geht es schon weiter nach Innsbruck. Und der ist der Feierabend gewesen, was schon mit den Arbeitern. Und ich bin ja mit so einem Arbeiter zugegangen bis auf den Heidenplatz, hat es geheißen, in Innsbruck. Da bin ich nachher ein Krumpel gewesen, was schon. Bin ich krumm gegangen. Und im Mittelalter ist gerade Zug, da ist alles weg gewesen, alles hingewesen. Aber noch hinten sind Omnibusse gefahren. Und da in den Heidenplatz sind dort die Omnibusse gekommen, da auf den Leute da waren, Auto. Und dann jetzt hat Bill mitfahren. Und der Chauffeur, ich konnte mehr reinhalten, aber das Platz haben. Und ich gehe so zurück, zum meinen Haxen und meinen Stecken. Und in den Augen sind die so lauter gewesen, die alten Omnibus war schön, das Gepäck aufzulegen. Und da haben wir so Sorgen. Und ich gehe zurück und schaue, sich das dort, kommen sie über die lauter Laugen und hinter den Sorgen, da sind 2, 3 Koffer noch gewesen, dann mit zugelegt mit der Plan. Und dann das zweite sind wir Richtung Matterek, noch in St. Peter hat er mir stehen bleiben. Und dort haben wir zwei Zuber
Kufen hat es müssen holen. Dann bin ich nie gelegen. Dann hat der Leute geschrien, einmal ganz, was meinst du, wenn sie dich gesehen haben, was so passiert war? Und ich sage, keine Rau. Ich bin jetzt einmal rumgekommen, bin jetzt hätte 2, 3 Jahre nicht mehr rumgekommen. Und ich bin verwundet und bin jetzt begangen. Ja, jetzt kannst du nachgehen. Kannst du mit da. Jetzt kannst du vorher gehen. Dann sind wir reingefahren bis Matrei. Das ist noch der Chavez Rudel, den ich gut gekannt habe. Der hat einen Holzgaser gehabt, sagt man. Das war schon noch ein Krieg gewesen. Ne? Noch, wir haben den begrüßt. Und wir haben einander gut gekämpft wie früher. Weißt du? Ich habe gesagt, du musst gerne nach Trins kommen. Und ich habe gesagt, ja, dann kannst du mit mir nicht fahren. Ja, fährst du auf Trins? Ja, hat er gesagt. Sie sind unten ausgepumpt und seine Frau wohnt in Trinser Hof. Wir fahren jetzt gerne. Dann sind wir auch eingestiegen. Noch einer hat nicht mehr Telefonnummer sein, weil ich schon wieder da bin. Da bin ich durch der Chavez Rudel, ich bin Trinser Hof ausgestiegen, bei der Frau dort gewesen. Und ich bin da mit einem Steck, da bin ich rumgegangen, durchs Dorf Eigen. Und da sind ein paar Leute geguckt, bis 9 ob es Telefonnummer sein. Und das ist gewesen Mitte Juni, nicht? Aber noch nicht mehr Telefonnummer sein ist. Das ist schon das ist alles so streng gewesen. Aber da ist alles. Das heißt, ich fasse das jetzt kurz zusammen und sagen mal, ob ich das richtig alles verstanden habe. 38 sind sie eingekommen in den Reichsarbeitsdienst. Ja. Dann sind sie nach Frankreich gekommen, ins Frankreich-Feldzug, über die Maschelon-Linie, das überwunden. Ja, genau. Dann sind sie Griechenland gekommen, Balkanfeldzug und dann rauf nach Norwegen zur Eismeerfront. Ja. Und dort waren es 3 Jahre. Dann sind sie dort oben verwundet geworden, auch an der Eismeerfront. Dann sind sie zurückgekommen nach Oslo und von dort nach Deutschland, wo sie dann nochmal verwundet geworden sind. Und nachher dann von Salzburg sind sie dann zu Fuß mit dem Zug, zu Fuß mit dem Zug dann heim in die Heimat. Ja. Und 4-mal sind sie verwundet geworden insgesamt. 4-mal. Ja. Und von Salzburg bis heim bin ich 4 Tage weg gewesen. Mit einem krumpen Haxen in ein Stück. Aber es ist alles gegangen. Und wie haben Sie dann die schönste Frau im Stubaital kennengelernt und die beste Sängerin? Wie war das? Wie haben Sie die kennengelernt, die schönste Frau? Ja, das ist schon so gewesen. Gegangen. Mein Bruder, andere, der ist gefallen, wahrscheinlich. Der ist schon 1943 im März ist er gefallen. Und der mir der war, durch die Feldpost nochmal einander hat einen Brief geschrieben. Nicht? Und der ist jetzt erst bei der Flagge in Frankreich. Dann ist er nach Russland gekommen. Nicht? Und da hat er mir einen Brief geschrieben. Ja, hat er geschrieben, jetzt hat er noch kennengelernt, hat er gesagt, er war schon ganz ein schneidiger Bursch gewesen. Und bei der Weiberleit meine Chancen genug hat er gehabt, aber wir sagen, ein junger Jahr nicht. Hat er geschrieben, nein, aber da hat er zwar nicht kennengelernt. Und das ist jetzt für mich die einzige, die heiratet, hat er geschrieben. Ich habe nicht kennengelernt, alle die gekannt. Und nachher für den Bruder, der Todesanzeige gekommen ist, dass er gestorben ist in der Gefangenschaft. Ende Jänner 46 sind wir in Kirchen gewesen. Und da ist halt die Mutter oder die Bekannte mit Neustift. Meine Mutter war auch Neustifter, immer schon.
haben viele Verwandte gehabt und Bekannte auch nicht. Und dann sind die noch eingeladen worden zu den Kirchen für den Bruder, nicht? Und da ist der Ding halt auch dabei gewesen, da die Ida da, nicht? Zu den Kirchen. Na, dann hat er das kennengelernt. Dann soll er da kommen. Da waren ja alle nachher ganz neidisch auf sie. Ha? Da waren ja alle nachher ganz neidisch. Ja. Schönste Stube ein, hast du den Salm zurückgekommen. Den hab gesagt, die wollten mir wahrscheinlich. Sie waren ja dann lang mit der Frau verheiratet nachher dann auch. Ha? Mit der Frau waren sie lang verheiratet, 47 Jahre. Ja, Wie haben sie denn das gemacht, dass sie 47 Jahre lang verheiratet geblieben sind? Was ist da wichtig gewesen? das ist ganz, sie ist so ein Netz, weil sie so beliebt und sie ist ewig gern gesehen gewesen. Und so gut, sie hat ganz gut Hausen mir nicht gehabt, nicht, weil bei meiner Schwester bin ich eine Vier und ich ein Zimmer gekriegt, Zimmer in der Küche. Und da sind wir, haben wir geheiratet und da sind wir eingezogen. Und dann, ist noch das erste Kind auf die Welt gekommen. Und dann noch mehr, in der nächsten Herbst mehr, dann ist er hingegangen. Aber alles gegangen. Und im Streit haben wir überhaupt gar nie keinen Respekt mit meiner Frau. Nie. Ganz kann man zwei mitgewinnen. Was können wir heutzutage machen, dass sich die Zeit vom Zweiten Weltkrieg nicht noch einmal wiederholt? Kann man da irgendwas machen dagegen? Jetzt habe ich ja nicht ganz mitgekriegt. Die Zeit wiederholt sich ja manchmal wieder, dass die Zeit vom Krieg wiederkommt. Kann man da was machen, dass sich das nicht noch einmal wiederholt, weil sie haben ja das alles durchgemacht. Ich weiß nicht. Da bin ich machtlos, was schon. Und dann interessiert es auch nicht. Ich weiß nicht, wenn ich heim bin, 45, dann bin ich. Und meine älteste Schwester, die war in die Schnitz verheiratet. Und ich in den Schnitz habe die Schaufarbe gehabt, im Bach gehabt. Eine große Schaufarbe. Und wenn ich Samstag bin ich heimgekommen, und den Sonntag bin ich nachmittag in Schnitz ein Rosenkranz gewesen, in der Schnitzer Kirche. Und ich bin mit dem Vorrat, ein Vorrat haben wir daheim gehabt, weißt du, mit dem Vorrat eingefahren. Da ist nicht der Kirche ausgewesen. Nicht beim Freitagskater sind wir zusammengekommen, dann haben wir einander begrüßt und dann ist ja der die Schaufelwinde am Kopf hat, der ist schon auch da gekommen. Und wir haben der Forscher mit der Maschine vorher eingeguckt, ich bin in der Rolle mit dem zu tun gehabt. Dann hat er gesagt, ja, du musst mir gerne als Schafverein gehen. Ich sage, nein, das nutzt nicht. Ich sage, erstens bin ich Krump, gehen nicht leichter. Und das Schaf hat er mir schauen, als eine Beziehungsperson. Nein, gehen wir recht eigen. Hat er gesagt, ich brauche unbedingt keinen Schafverhüter. Dann bin ich halt recht eingegangen. Und die ganze Sommer kann ich kein Menschen hier treffen. Der Prämie war dazu, was schon 2 Jahre ist, und nicht mehr bewirtschaftet worden. Nachher ist er rumgegangen und in den Herbst hat es geheißen, ja, die Prämie, die war jetzt frei, die gehen nicht mehr rein, die Leute. Ja, und dann habe ich gesagt, und zu mir, der hinten war gesagt, das war der ist im Sommer 2-3 Mal gekommen und schauen, was der hinten alles stimmt. Und ich bin da runter, ich bin der Schaufarbe, nicht? Das hat bei mir zugehört. Bei mir habe ich einen Schmarrn runtergekocht und Dinge. Und dann habe ich gesagt, nimm du die Hitte, nimm du das, passt das. Ich gesagt, na, was soll ich mit der Hitte? Na, das, nimm sie. Wir werden nicht behilflich sein. Und ich sagte, nein, das wäre nicht denn.
Na, sag mal. Darf ich vielleicht zum Abschluss noch fragen, so, was ist Ihr Lebensmotto hinter den 106 Jahren? Sie haben ja einmal gesagt, dass Sie nie geraucht und nie getrunken haben. Das was? Sie haben ja also, was können die Leute machen, dass sie auch mal in dem Alter noch so fit sein, so wie Sie? Ja, wir haben ja ein braves Leben führen. Und saufen selbst dann nicht. Und nein, das kannst du keiner anschauen. Daran die bessere Gesundheit, eine gute Gesundheit habe ich gehabt, schon als Bub. Drei Sachen gibt es nicht zu kaufen. Magst du Geld haben? Ich habe Geld eine Jahr gehabt in Salm. Bin nicht ein bisschen bewegt gewesen und habe Geld zu verdienen, einmal wenn ich verstanden habe. Aber die drei Sachen, was es wichtig ist im Leben, die gibt es nicht zu kaufen. Das ist die Gesundheit und der Glück und der Zufriedenheit. Der nicht gesund ist, ist ein armer Teufel. Der arme Pech hat, ist auch ein armer Teufel. Und der nicht zufrieden ist, das ist Gott der Ärmste. Der nicht zufrieden ist mit dem, was er hat. Der wird mehr. Und ich alles nicht gebraucht. Mein Wiener ist aus Tirol, aus dem schönen Stubaital. Mein Licht die grüßen soll, verliebt viel tausendmal. Ein Edelweiß gab ich dir, dein Herz gabst du mir dafür. Mädel aus dem Stubaital, das Leben mit dir war wunderschön. Mädel aus dem Stubaital, das Leben mit dir war schön.